Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und heute bei einem neuen Video dabei seid. Heute gibt es ein Unboxing zu sehen und zwar von der Firma Waterbiz. Da möchte ich vorab sagen, dass es sich um keine Kooperation handelt, sondern ich habe mir alle Produkte selbst ausgesucht und auch selbst bezahlt. Ja, in diesem Karton befindet sich eigentlich nur ein Produkt, und zwar ein Stickkit, das ich benötige für den Color by Color Halloween Soul, der von der Firma Waterbiz stattfindet. Wie der genau funktioniert, erkläre ich euch im Anschluss des Unboxings, aber jetzt möchte ich mit euch starten und öffne auch gleich den Karton. Wie üblich dieser schwarze Karton mit der Aufschrift Ain't no Biz like Waterbiz. Ja, und ihr seht auch schon den Inhalt. Ich nehme ihn jetzt gleich raus. Der Karton ist leer. Und ja, hier haben wir auch schon das Stickkit. Auch hier nochmal der Aufdruck Ain't no Biz like Waterbiz. Da ihr ja schon hören könnt, dass die Verpackung sehr knistert, werde ich das gleich entfernen, um euch danach die Knisterei zu ersparen. Und da sieht man ja auch schon, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar natürlich ein passendes Kit für den Color by Color Halloween Soul. Ich komme näher, weil ich gesehen habe, es spiegelt etwas. Und ja, es ist diese Halloween Kitty. Ja, das Bild ist sehr dunkel gehalten mit lila und schwarz und dunklen Blautönen. Also diese Halloween Katze. Und zwar wird sie 40 x 50 cm und ich habe mir auch dieses Mal 16 Count ausgesucht und das Bild hat 50 Farben. Ja, das ist jetzt auch gleich die Papieranleitung und wir schauen auch gleich mal rein. Also hier auf der ersten Seite findet man ein Vorschaubild, wie das gestickte Bild aussehen soll, also so ein Mock-up. Also man kann auch deutlich erkennen die Kreuze, wenn man genau näher kommt. Also ja, sehr lila und schwarzhaltig und noch ein bisschen dunkelblau. Die Halloween Kitty. Danach haben wir auch die Anleitung auf A4 Seiten, und zwar haben wir 9 Seiten Anleitung, also hier habt ihr auch das Schema hinten drauf auf der Rückseite und auch die Legende. Wie ich schon gesagt habe, das Kit hat 50 Farben und wir haben tatsächlich 26 einfache Farben und wir haben 24 Mischfarben. Also eine Menge an Mischfarben, die wir da haben. Aber ich denke, dass das Bild sehr wenig Farbwechsel hat und wird man auch diese Mischfarben benötigen, damit man auch Nuancen in dem Bild hat, also Farbnuancen. Ja, also die übliche Papieranleitung, meine Halloween Kitty. Ja, und dann haben wir hier eine Ziptüte, eine wiederverschließbare. Auch das kennen wir schon von Waterbiz. Und ich nehme den Inhalt raus. Und da haben wir dann den Stoff. Und auch das ganze Zubehör befindet sich
innen. Ich gebe mal das raus und wir schauen uns das gemeinsam näher an. Also, hier haben wir das Zubehör von Waterbiz. Und ja, es ist dabei, wie ich schon öfters gezeigt habe, der Stickring aus Kunststoff. Ein sehr guter Stickring. Und zwar hat er ja diese Nude. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Ja, man kann das, glaube ich, erkennen. Und wenn man da den Stoff einspannt, wird er in diese Nude gepresst und dann haltet er wirklich sehr gut und er hält auch sehr gut die Spannung. Also ich verwende ihn auch bei den Bildern von Waterbiz und da wird nichts locker bei der Spannung, sondern er hält wirklich sehr gut. Wie gesagt, er ist aus Kunststoff, aber da hält alles bombenfest. Dann haben wir diese Schere dabei, also so ein Knipser. Ja, es gibt Besseres, aber natürlich kann man den auch verwenden. Dann haben wir hier eine Dose von Waterbiz, die sich gerade nicht öffnen lässt. Oh doch. Also ihr seht, es ist ein Magnet in der Dose und dann kann man da die Nadeln reingeben und man kann sie dann auch nicht verlieren. Durch den Magneten halten sie sehr gut und dann haben wir hier noch den Deckel zum Zuschieben. Also die mag ich sehr gern, diese Döschen. Und da haben wir noch ein Säckchen mit Zubehör. Da haben wir wieder einen Stickring. Also wie gesagt, ich kenne niemanden, der diesen verwendet und weiß ganz ehrlich gesagt nicht, warum der eigentlich immer dazugegeben wird. Aber ja, vielleicht gibt es doch Leute, die den verwenden. Dann sehe ich, habe ich hier einen Auftrenner. Und zwar befinden sich auch da Nadeln in dem Auftrenner. Und da haben wir 5 Stück Nadeln im Auftrenner. Die gebe ich gleich in die Dose. Dann kann ich euch da auch das zeigen. Also ihr seht, hier sind die Nadeln und wenn ich das umdrehe, das hält. Da fällt nichts raus. Also der Magnet hält da wirklich bombenfest. Und mit dem Deckel ist das Ganze auch verschließbar. Also wie gesagt, kommen wir wieder zurück. Hier haben wir einen Auftrenner. Habe ich das vorher als Fadeneinfädler betitelt? Dann tut mir das leid, denn ich meine natürlich einen Fadenauftrenner, der auch hier wirklich sehr scharf ist. Also bitte Vorsicht, damit ihr wirklich nur die Fäden durchschneidet und nicht den ganzen Stoff. Also der Fadenauftrenner und nicht Einfädler, denn das wäre jetzt der Einfädler, auch bekannt zum Fadeneinfädeln. Ja, dann haben wir noch Silikonfingerhüte, 2 Stück, und zwar in rosa. Und ich muss sagen, die passen wirklich, wirklich gut. Sie sind etwas fester als manche andere Silikonfingerhüte, aber dafür sitzen sie auch besser am Finger. Also bei mir ist es ja immer der Mittelfinger, der zerstochen wird. Ja, ist wirklich ein ausgezeichnetes Material. 2 Stück von den Silikonfingerhüten. Ja, dann haben wir noch einmal das Wachs dabei.
das benötige ich auch nicht unbedingt, denn Waterpiece verwendet ja das CXC-Garn und das ist ja eine Baumwoll-Polyester-Mischung und ich muss sagen, da verknotet nichts, das Garn ist weich und rutscht auch schön durch und ja, da benötige ich das Wachs nicht. Und dann haben wir noch ein Döschen und noch einmal Nadeln. Also Waterpiece hat sehr, sehr viele Nadeln dabei. Und in diesem kleinen Behälter sind sie natürlich auch gut aufbewahrt. Und man kann sich auch daran nicht stechen, also nicht verletzen. Also noch eine Menge an Nadeln. Ja, das war dann auch schon das Zubehör, aber es ist, wie ihr sehen könnt, wirklich eine Menge an Zubehör dabei. Also wirklich eine ganze Menge. Und das, muss ich sagen, ist bei jedem Kit dabei. Also das ist nichts Außergewöhnliches bei Waterpiece, sondern wirklich der Standard. Und es ist bei jedem Kit dabei. Ja, dann kommen wir auch gleich zum Stoff. So. Ja, wie ich euch gesagt habe, das Ganze wird 40 x 50 cm auf 16 Count. Und jetzt, ich muss nur umdrehen, dass wir das auch richtig liegen haben. Also so sieht das jetzt aus. Was ja neu seit einiger Zeit ist, wir haben mehr Rand dabei als früher. Auch der Druck ist anders mittlerweile. Und wir haben hier links oben immer ein kleines Vorschaubild. Und ja, ich sehe, wir haben hier auch rechts oben 2 Nadeln. Ich gebe sie weg und gebe sie gleich zu dem Döschen dazu, also ins Döschen rein. Ja, das Ganze, wir haben 251 Stiche in der Breite und ganze 314 Stiche in der Höhe. Und wie ihr seht, also wir haben hier mehr als 10 cm Rand und wir haben auch unten sehr viel Rand, also auf allen 4 Seiten. Dann haben wir hier auf der rechten Seite wie üblich die Legende und zwar 2-mal. Es ist ja dabei gedacht, dass man sich eventuell eine Legende abschneidet und dazulegt. Aber das mache ich eigentlich nicht, denn wenn ich jetzt hier diese Legende abschneiden würde, dann hätte ich keinen Rand mehr oder eben nur diesen kurzen Rand. Und das ist mir eigentlich zu wenig zum Einspannen des Stoffes. Ja, so sieht das jetzt aus, meine Halloween Kitty. Schauen wir uns den Druck aus der Nähe an. Meine Kamera fängt das leider nicht so gut ein, aber ich sehe, der Druck ist wirklich klar. Es ist doch einiges an Konfetti dabei. Aber es sind auch einige Flächen an Color Blocking, also hier im Bereich des Hutrandes oder besser gesagt unterhalb des Hutes, auch hier bei der Katze haben wir doch einiges an Color Blocking. Ja, ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Leider ist das Paket ja etwas verspätet angekommen, denn am 15. Oktober hat der Color by Color Halloween Soul begonnen und das heißt, ich bin jetzt ein bisschen hinterher und muss das Ganze noch aufholen, was ich wahrscheinlich ja auch nicht schaffen werde. Aber das erkläre ich euch im Anschluss. Und dann kommen wir noch zum Garn.
Da haben wir zweimal Kunststoff-Garnkarten, die üblich bei Waterpiece verwendet werden. Also wie ich euch schon gesagt habe, ja, sehr viele dunkle Töne, aber es gibt ja auch ein bisschen von diesem Gelb. Das ist wirklich ein kräftiges Gelb. Wir haben auch ein bisschen Orange dabei, aber natürlich hier haben wir die Farbe 7, ist sehr dunkles. Ob es schwarz ist, kann ich jetzt auf Anhieb nicht sagen, aber schauen wir mal nach. Farbe 7, ja, ist die 310, also die Farbe schwarz. Da haben wir sehr viel schwarz. Wir haben auch viel lila, ein dunkles Blau, die Nummer 18. Noch ein dunkles Blau mit der Nummer 21. Hier haben wir wieder einige lila Töne und ab der Farbe, muss ich nochmal nachschauen, 27. Also ab hier beginnen die Mischfarben und da sind gleich beide Farben zusammengekittet. Ihr seht das sehr schön auch bei der 28, dass sich zwei Farben da befinden. Ja, und dann haben wir noch die zweite. Hier geht es weiter von 38 bis 50. Hier sind ausschließlich Mischfarben. Also hier bei der 38 ist das schon etwas schwer zu erkennen, die zwei verschiedenen Blautöne, aber ich sehe, in der Kamera kann man es sogar deutlich besser erkennen, als wie ohne Kamera. Ja, wie gesagt, alles Mischfarben. Hier, das sieht in der Kamera sehr grün aus. Es ist aber eher ein Grau mit einem Schwarz gemischt. Ja, sehr dunkle Farben, aber halt entsprechend dieses Bildes und das ist ja auch sehr dunkel. Was wir noch dabei haben, ist noch Extragarn. Wie ihr seht, ist da einiges an Extragarn dabei. Und zwar haben wir hier die Nummer 36, ein Mischfarbe. Ja, genau, und zwar die 823 mit der 310. Also deutlich, in der Kamera kann man es natürlich wieder deutlich erkennen, das Schwarz und das Blau. Also von dieser Farbe benötige ich sehr, sehr viel. Also da wird es sehr viel zum Sticken geben von dieser Mischfarbe. Und auch eine dunkle Farbe. Also diesmal ganz, ganz dunkle Farben. Ich hoffe, ich halte das dann auch durch, dass ich den ganzen Soll mithalten kann. Ja, jetzt möchte ich euch noch ganz kurz erklären, wie dieser Soll funktioniert. Und zwar, ja, es ist ein Color by Color Halloween Soll. Und wie schon gesagt, findet er von der Firma Waterpiece statt. Und zwar haben die eine eigene Facebook-Gruppe, wo man teilnehmen kann. Es gab verschiedene Kits zur Auswahl, natürlich alles zu dem Thema Halloween, die man bestellen konnte. Und ja, der Soll hat am 15. Oktober gestartet und mein Kit ist leider mit etwas Verspätung angekommen, was jetzt nicht an der Firma Waterpiece liegt, sondern der Versand hat sich einfach verzögert. Ich habe die Sendung auch nicht mitverfolgen können, denn es gab eigentlich keine Aktualisierung, somit wusste ich nie, wo mein Paket ist. Ja, also am 15. Oktober hat dieser Soll gestartet und das ist ein Mittwoch, das heißt, jeden Mittwoch wird nun eine Zahl gezogen. Das erfolgt mit einem so einem Art Glücksrad
wo dann eine Nummer gedreht wird. Und am 15. Oktober hat die erste Nummer begonnen und das war die Nummer 28. Also ihr seht schon, Nummer 28 ist bei mir eine Mischfarbe und zwar die 208 und die 209. Also ich werde mit diesem starten und eine Woche darauf gab es dann die nächste Nummer und dann stickt man dann die nächste Nummer. Sollte man natürlich vielleicht früher fertig sein mit einer Nummer, kann man natürlich dann noch das von der vorigen Woche nachsticken und so kommt dann Schritt für Schritt ein neues Bild zustande. Ja, so ganz einfach funktioniert dieser Saul. Ich habe jetzt nur diese Papieranleitung, das heißt, ich muss meine Kreuze dann mitzählen, damit ich weiß, wie viel ich tatsächlich gestickt habe. Und ich hoffe, dass ich auch die Symbole nicht übersehe. Ja, was ich noch zu dieser Ziehung sagen möchte, also auch wenn jetzt in der ersten Runde die Farbennummer, also die Nummer 28 gezogen wurde, heißt das nicht, dass diese Nummer nicht mehr kommt, sondern sie kann auch in jeder weiteren Runde wieder gedreht werden und dann stickt man wieder an der Nummer 28 und kann vielleicht diese dann irgendwann beenden. Und auch nicht jeder hat ja das gleiche Kit. Das heißt, die Nummer 28 ist natürlich bei jedem Teilnehmer eine andere TMC-Nummer, je nachdem, welches Bild er stickt. Ja, einmal etwas anderes. Bin gespannt, ob mir das auch Spaß macht oder ob ich mich dadurch zu viel unter Druck setze. Aber das werden wir ja dann sehen. Also sobald es wieder was zu sehen gibt oder in einem Monatsupdate, zeige ich euch dann meine Fortschritte. Ja, das war's dann auch schon. Hier nochmal meine Halloween Kitty. Ich bin da noch skeptisch, ob ich auch wirklich lange durchhalte, da das Bild so dunkle Farben hat. Aber ich lasse mich da selbst gern von mir überraschen. Dann bedanke ich mich wie üblich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.